Guten Morgen aus Mexico City. Ich bin richtig froh, wieder hier in Mexiko sein zu dürfen. Ich stehe gerade vor meinem Hotel. Das Wetter ist nicht so berauschend, deswegen freue ich mich sehr, dass ich gleich von den Kollegen eingesammelt werde. Und wir fahren zu Teotihuacan. Das ist nordöstlich von Mexiko, eine alte Maya-Pyramiden-Ruinenstadt, die vor 500 bis 600 Jahren verlassen wurde und da halt noch steht. Und man weiß extrem wenig über die Bewohner. Und es muss eine sehr beeindruckende Stätte sein. Ich wollte da letztes Mal schon hin, als ich in Mexiko war, aber das war mir ein bisschen zu heikel, in der knappen Zeit durch den Verkehr raus und wieder reinzufahren, weil da hätte ich den Bus nehmen müssen. Man kann nämlich auch mit der S-Bahn zum Autobus del Norte fahren, da ein Rundtrip-Ticket buchen und dann kann man in die Busse einsteigen, die dorthin und wieder zurückfahren. Das geht also auch. Heute habe ich es ein bisschen bequemer und euch nehme ich natürlich mit. Ich bin richtig heiß, ich freue mich total darauf. Das wird, glaube ich, sehr cool. Ich musste mir gerade noch was angucken. Direkt gegenüber von meinem Hotel laufen irgendwie 1 Million Leute in gelben T-Shirts rum. Also sind am Joggen. Hier ist auch irgendwie Party und so. Das scheint ein Lauf zu sein. Da. Ja, man trägt Laufnummern. Es ist irgendeine Form von organisiertem Lauf. Wenn ich das gewusst hätte. Nein, ich will lieber zu den Pyramiden. Aber einen schönen Lauf hier mitzumachen durch Mexiko-Stadt wäre ja auch cool gewesen. Ganz schön viele. Aber jetzt ohne weitere Verzögerung nach Teotihuacan. Da wären wir. Hinter mir ist schon die große Sonnenpyramide von Teotihuacan. Es sieht einfach krass beeindruckend aus. Hier steht halt einfach mitten in der Gegend diese riesige Pyramide. Ich habe echt Bock, da hoch zu gehen. Es regnet leider ein bisschen, aber das sollte trotzdem funktionieren. Ich hab Bock. Und da sind halt auch, da ist ein ganzes Dorf, da sind noch mehr Pyramiden. Also sollte es einiges zu sehen geben. Videolizenz habe ich auch gekauft. Darf also filmen. Also ich habe gerade gelernt, dass diese Stufen hier designt wurden, sodass man sie seitwärts im Zickzack hochgehen muss, damit man dem König nicht den Rücken zuwendet oder also dass man sich nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die sind extrem hoch und extrem kurz und es sind viele, aber die Aussicht vom untersten Plateau hier ist schon großartig. Man fängt aber schon ganz schön an zu pumpen. Das ist heftig. Das sind halt solche Stufen und
steil, richtig steil. Ich bin jetzt auf dem vorletzten Plateau. Man kann hier schon rumlaufen um die Pyramide. Auf so einem ja, Plateau, Rundweg. Und man hat hier einen großartigen Ausblick über diese alte Stadt, die hier vorher stand oder hier immer noch steht. Unfassbar. Es regnet leider immer noch. Deswegen kann ich weniger filmen, als ich gerne möchte. Weil ich immer den Regenschutz über die Kamera machen muss. Aber irgendwas ist ja immer. So, kommt man mit nach ganz oben auf die Sonnenpyramide. Unfassbarer Ausblick hier. Die ganzen Vororte von Mexico City, die Berge, die man hier ewig weit sehen kann und die andere, kleinere Pyramide. Die schauen wir uns jetzt mal an, wenn ich hier heil wieder runterkomme. Da wäre die Mondpyramide. Die ist hier umringt von mehreren kleinen Pyramiden. Also klein, die sind immer noch 15 Meter oder so, 10 Meter hoch. Und es ist einfach so eine riesige Prachtallee hier, die von der Mondpyramide abgeht. Und dann zur Sonnenpyramide seitlich hoch und dann geht die Straße dort seitlich weiter. Auch auf die werde ich natürlich mal rauf müssen, denn dann kann ich diese schöne Allee einmal runterfilmen, dann kann ich euch das zeigen. Also wartet kurz, ich gehe dann mal schnell hoch und dann seht ihr das. Oh mein Gott, das waren sehr hohe Stufen. Oh, und ich sehe gerade, weiter kann ich auch gar nicht. Wie versprochen, der Ausblick über diese Prachtallee. Das Coole ist, dass es hier mit Sicherheit und Geländern und so interessiert keinen. Wenn ich jetzt hier abschmiere, sind das gut 2 Meter. 2,5. Cool. Wow, hier kann man noch mal sehr beeindruckend sehen, wie die Pyramiden mal ausgesehen haben müssen. Das ist schon, wenn man sich das hier mal anguckt und sich vorstellt, dass der ganze Platz so ausgesehen hat, muss das hier eigentlich eine nette Gegend gewesen sein. Mal abgesehen von den Blutopfern.
weil auf den großen Inka- und Maya-Pyramiden wurden ja doch recht viele Leute, dass die Sonne wieder aufgeht und so. Naja, wie das halt so war damals. Na Mädels, ihr passt ja auf, dass keiner Unfug macht. Weitermachen. Und hier ist der Eingang. Wir haben das quasi von hinten nach vorne aufgerollt. Und das war auch eine gute Idee, denn es ist hier am Sonntag tatsächlich sehr, sehr voll. Das heißt, man geht da rein, sind ein paar kleine Pyramiden an der Seite, dann geht man über diese Straße, wobei es ist eigentlich gar keine Straße, sondern es geht halt immer in so Becken rein. Man muss immer über 2 Treppen rüber und kommt dann immer wieder in so ein Becken rein. Keine Straße, es fängt da vorne als Straße an, geht dann in diese Becken, Pyramiden links und rechts in ganz verschiedenen Formen. Logischerweise vermutlich für verschiedene Zwecke oder aus verschiedenen Zeiten. Und dann läuft man auf die Mondpyramide zu und hat die Sonnenpyramide riesengroß zur Rechten. Sehr beeindruckend. Sollte man sich mal antun. Pass auf, ich zeige euch gleich nochmal, wie es aussieht, wenn man über den ersten von diesen Wellen rüber ist. Tja, so sieht's aus. Ich werde jetzt mal zusehen, dass ich die Kollegen am Eingang wieder einsammle. Und dann vielleicht mal was essen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier waren. Oh, 2,5 Stunden. Aber die würde ich auch einplanen. Wenn man sich wirklich hier alles in Ruhe angucken will, dann so 2 Stunden Minimum, würde ich sagen. Vor allem, wenn man gerade früh oben auf den Pyramiden auch ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen möchte. Vielleicht ein paar Landschaftsaufnahmen machen. Drohnen sind hier leider verboten. Das wusste ich aber schon, deswegen habe ich sie gar nicht mitgebracht. Und überall kleine wilde Hunde. Oh, und die sind ja süß da hinten. Alles klar bei euch? Oh. So, das war's aus Chapultepec Castle. Ich hatte Gott sei Dank noch Wechselklamotten dabei, also zumindest ein trockenes T-Shirt. Es war ja doch ein wenig feucht. Aber grundsätzlich eine dicke, fette Empfehlung. Habe ich gerade Chapultepec Castle gesagt? Ich meinte natürlich Teotihuacan. Und ich denke, das war's auch für diesen Vlog. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, die Bilder sind so cool geworden, wie ich mir das vorstelle und sofern das in dem Regen möglich war. Mir hat es echt Spaß gemacht. Und wenn ihr mal hier seid in Mexico City, Teotihuacan. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das habe ich eben schon gesagt, ne? Wenn euch das gefallen hat, hier unten dürft ihr gerne auf den Daumen hoch klicken oder ein Abo dalassen, wenn ihr auch den nächsten Vlog, den ich gleich aufnehme, nicht verpassen wollt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis bald und ciao. Kleiner Nachtrag. Ich habe gerade meinen Rucksack ausgepackt. Ich habe lustigen Touri-Dönikens gekauft. Ein Jaguar. Und ein Adler. Wie ging der denn nochmal? Ah ja, so. Handgefertigt für mich. Und alle anderen Touristen, die ihr Geld dafür ausgeben möchten. Aber ein bisschen Dönikens muss man ja auch machen, um die lokale Wirtschaft hier etwas zu unterstützen. Aber ich fand die Dinger echt cool. Vor allem den Jaguar. Das war's dann.